Es genügt ein Blick. Leder, Holz, Chrom. Die Ausstattung dieses Wagens, das muss Handwerk sein. Geht gar nicht anders bei einem Oldtimer, der zu den wertvollsten der Welt gehört. Das Fahrzeug, das wir hier sehen, das gehört einem Sultan aus Asien. Der hat es zu uns gebracht zur Restauration und wieder den Neuaufbau quasi in die damalige Ausstattung und Form. Ich habe das Auto mit komplett zerlegt, alle Einzelteile auseinandergebaut, Anbauteile und dann alles wieder zusammengefügt. Und jetzt bauen wir Stück für Stück das Auto wieder auf. Der Mercedes 540K, Cabrio A, Baujahr 1938. Sein Wert mehrere Millionen. Ein Auto mit Herausforderungen. Alles soll wieder so aussehen wie in den 30er Jahren. Dann hole ich das Holz, dann können wir probieren, wie es reinpasst. Rebecca Rietl muss die Einzelteile im Innenraum des Oldtimers originalgetreu wieder zusammenfügen. Genau, oben reinschieben. Reinhard Kaun ist der Sattler. Das Leder hier unten zwischen reinmachen. Wir kleben oben 3 cm und lassen es da hier hängen. Dann tun wir es außen markieren uns das und machen einen Schnitt rein. Ah, dann schiebt man den Halter in den Schnitt rein. Genau, und kleben es dann, schauen es fest und dann kleben wir es fest. Ja gut, dann kannst du das Leder daran kleben und dann markieren wir uns das, wo es ran muss. Ja. Gut. Die Oldtimer-Werkstatt in Heimerdingen bei Stuttgart hat eine eigene Sattlerei, in der sie für die Innenausstattung Stoffe, Leder und Teppiche entweder restaurieren oder aus Originalmaterialien nach altem Vorbild neu gestalten. Beim 540K war vom grauen Rindsleder, mit dem er innen verkleidet war, nichts mehr zu retten. Aber Reinhard Kaun hat alles aufgehoben. Ich tue die Schablonen suchen vom Fahrzeug, das ich jetzt habe für Schnittmuster für das neue Leder dann, mal zuschneiden. Das Auto haben wir vor 2 Jahren zerlegt und haben es hier eingelagert im Regal. Jetzt haben wir schon fertig. Jetzt machen wir Innenraum, Armaturenbrett, Teppiche, Verkleidungen für das Fahrzeug innen. Nicht irgendein Leder wählt Reinhard Kaun, nein, es muss der gleiche Farbton sein wie das Original. Die gleiche Qualität. Eine Firma aus Hamburg liefert die Häute, die solche Ansprüche erfüllen können. Wie jedes Leder ist auch Rindsleder nicht überall gleich dick, hat unterschiedliche Strukturen. Der Sattler weiß genau, welches Teil der Tierhaut sich wofür am besten eignet. Ja, man nimmt das Leder vom Rücken für Sitze, wo fester ist, wo die ganze Tag die Sonne scheint, ist das Leder fester und jetzt am Hals und am Bauch, wo die Kuh atmet, ist das Leder dehnbarer. Und an den Füßen, wo sie sich bewegt, da kann man das Leder dehnen. An den ursprünglichen Lederstücken vom Armaturenbrett, die der Sattler so sorgfältig aufbewahrt hat, orientiert er sich beim Zuschneiden. Acht Zylinder, Höchstgeschwindigkeit 170 Stundenkilometer. Das Vorkriegsmodell war schon in den 30er Jahren mit seiner Technik auf dem höchsten Stand. Kostete damals 22.000 Reichsmark. Von dem Geld konnte man sich auch ein hübsches Häuschen kaufen. Ein edler Wagen. Kein Wunder also, dass Reinhard Kaun das Leder für das Armaturenbrett besonders exakt und nur mit großer Vorsicht festklebt.
Der Leim ist ohne Lösungsmittel. Seit mehr als 3 Jahren tüfteln, bauen und schrauben die Mitarbeiter an dem Oldtimer, um ihn wieder in den Originalzustand zu versetzen. Welches Teil ist noch zu retten und wo kommt jede noch so ausgefuchste Handwerkskunst zu spät? Das kostet Zeit und viel Geduld. So. Mal schauen, ob es durchpasst. Jetzt können Sie die obere Leiste des Armaturenbretts einpassen. Wir müssen auch gleich hier unten. Zuerst vielleicht unten und dann ja, oben. genau. So, schauen Sie. Jetzt wird das Leder verklebt nach hinten, dass das hier eine saubere Kante gibt. Rebecca Rietl hat hier in der Firma Mechatronikerin gelernt. Sie hat die Verantwortung für den Oldtimer. Es ist ihr zweiter 540k. Doch jedes Auto ist anders, stellt andere Ansprüche. Orientierung geben Fotos aus dem Archiv. Denn das oberste Ziel ist, das Auto muss später genau so aussehen wie das Original. Die Holzteile sind noch original, die werden dann angeschliffen und auch angepasst. Das alte Furnier und dann wird komplett neu drüber verliert und der Klarlack kommt drüber. Ebenso hier vorne der komplette Bogen, weil der eben auch kompliziert ist zum Nachbauen und der soweit noch gepasst hat, weil der relativ gerade aufliegt. Den konnten wir dann eben schleifen, damit es angepasst ist an das Neue. Also die komplette hintere Blende ist die neue. Und sonst die Einzelteile, die kleinen, sind noch die alten, das ist noch original. Fertig zum Einbauen. Passt alles? Keine Spalten, keine Lücken, keine Fehler? Jetzt sieht man, bei mir sieht es perfekt aus hier schon. Genau. Oder? Dass da entlang läuft. Ja. Man sieht, es sitzt das alles wunderbar. Noch was zum Namen. 540k. Die Zahl meint die Größe des Hubraums. Genau 5401 Kubikzentimeter. Das K steht für Kompressor, der bringt die Luxuskarosse auf 180 PS. Ganz schön flott war er für sein Alter, auch wenn jüngere Modelle mehr Leistung bringen. Auch sie müssen hin und wieder aufgehübscht werden. Reinhard Kaun beginnt mit der Arbeit an den Teppichen für die Auskleidung des Bodens und der Seiten. Ich tue jetzt einen Teppich anzeichnen. Von das alte Muster habe ich im Fahrzeug kurz hingehoben. Jetzt tue ich es grob zuschneiden und dann wird es im Fahrzeug noch mal ein bisschen angepasst. Das Material hat die gleiche Farbe und Qualität wie beim Original. Der Sattler schärft ein Stück Leder an den Enden aus. Wozu? Das wird sich gleich zeigen. Jetzt wird der Teppich eingefasst mit Leder halt. Ja, das sauber aussieht, dass der Teppich hier nicht ausfranst, wird er eingefasst.
Das hier abgeschnitten, hier ist ausgeschärft. Dann tue ich hier von dem Leder ein bisschen was wegschneiden, weil haben wir hier schon eine Doppelung. So, dann wird das hier umgeklebt und das hier so drüber, so dass man hier das kaum sieht, dass dann Stoß ist, nicht das dicke Leder, hier ist es dann ausgeschärft. Wenn ich jetzt hier spanne und das tue ich auch ein bisschen so rüber spannen, dann sieht es sauber aus. Reinhard Kaun arbeitet schon seit 30 Jahren in der Firma und hat schon viele Autoträume verwirklicht. Hier wünscht sich der Kunde den Look des Originals zurück. Selbst das Material der Teppiche ist nach der Methode der 30er Jahre hergestellt. Andere Kunden haben andere Wünsche. Aber ob Leder, Stoff oder Teppich, der Handwerkskünstler wird mit jedem Material fertig. Kennst du eigentlich auch deine eigene Arbeit? Ja, klar. Woran? Ja, meine Arbeit, meine Handarbeit halt. Meine Nähte, das Leder kenne ich sogar von den Fahrzeugen, was wir hier verarbeitet haben. Das hat man halt im Auge halt. Fünf Tage braucht der Sattler für die unterschiedlichen Formen und Größen der Teppiche. Sorgfalt und Präzision. Der Oldtimer ist ein Vermögen wert. Nach seiner Restaurierung zwischen 9 und 10 Millionen Euro. Vorsicht muss sein und äußerste Perfektion. Es muss ein bisschen Luft immer dazwischen sein, weil sonst quietscht das Holz und das Holz zu eng aufeinander quasi ist beim Fahren. Und das große Auto mit der großen Fläche windet sich ja ein bisschen und bewegt sich. Sonst hört man so ein leichtes Quietschen oder Knarzen. Und deswegen überprüfe ich jetzt hier den Spalt. In dem Fall ist es hier wirklich eigentlich perfekt. Man hat die Linie gegeben, überall passt das kleine Zettelchen hier zwischen rein. Und das Filz ist mit zwischendrin, dass man keine Quietschgeräusche hat. Also von daher ist das wirklich perfekt geworden. Großes Auto und doch ganz schön eng. Reinhard Kaun muss sich ein bisschen verrenken, um die Rückwand und Seiten mit den Teppichen auskleiden zu können. Auf der ganzen Welt soll es schätzungsweise nicht mehr als 12 Fahrzeuge dieses Modells geben. Den Namen des Sultans, des Eigentümers, gibt die Firma nicht preis. Eine Frage der Diskretion. Schon in den 30er Jahren war es das Traumauto der Reichen und Schönen. Filmstars, betuchte Fabrikanten gönnten sich den Luxusschlitten, allerdings auch die ein oder andere Nazi-Größe. Die Restaurierung eines Oldtimers ist Teamwork.
auch beim Innenausbau. Die Mechatronikerin und der Sattler müssen die einzelnen Schritte vorher genau absprechen, damit sie sich nicht in die Quere kommen. Irgendwas wieder rausreißen zu müssen, kostet Zeit und Geld. Die Instrumente fürs Armaturenbrett. Ein paar der ursprünglichen Geräte konnten nicht mehr repariert werden. Eine Firma hat sie aber nach Vorbild exakt nachgearbeitet. Puzzeln, friemeln, frickeln. Genau das gefällt Rebecca Riedl. Also bei so kleinen Sachen, das ist voll meins. Ja, das kann ich. Das sind schon viele andere, die sagen, ich hätte schon lange in die Ecke geworfen. Ich habe auch so Momente, irgendwann, wenn es dann gar nicht funktioniert, da brauche ich auch meinen Abstand, dass ich dann mal gehe und sage, ich laufe mal eine Runde durch die Werkstatt, 10 Minuten, und dann kann ich mich aber wieder voll darauf konzentrieren. Und freue mich, wenn es dann fertig ist. Und gerade dieses kleine Filigrane, das macht schon auch echt Spaß. Mit dem feinsten Schleifpapier schleift Rebecca Riedl das Loch in die passende Form. Ein Kunststoffkeil drückt das Material an die Holzkonstruktion an, damit es keine Falten schlägt. So. Jetzt passt's. Faltenfrei und fehlerlos. Zufrieden erst, wenn es wirklich tadellos ist. Reinhard Kaun hat in seiner Sattlerei die Türen mit Leder überzogen. 2 Wochen lang hat er daran gearbeitet. Jetzt baut er sie in den Oldtimer ein. Wie haben sie es nur geschafft, an den feinen Materialien keinen Fleck, keinen Kratzer zu hinterlassen? Und das in einer Werkstatt. Auf das kleinste Detail kommt es an. Das sind Schlitzschrauben, und in den Vorkriegsjahren gab es eigentlich nur Schlitzschrauben, keine Kreuzschlitz. Die kamen erst Mitte der 50er Jahre, die Kreuzschlitzschrauben. Welches Teil des Rindsleders er für die Türen wählt, hängt auch von der Optik ab. Türverkleidung ist relativ stabiles Leder, ist gut, dass es keine Falten schlägt, wenn mal auch irgendwie eine Biegung kommt oder so. Die Tür macht man auf, da guckt man immer hin, die muss sauber sein. Es sind Ehrfurcht und Respekt vor der Leistung ihrer damaligen Kollegen, die Rebecca Riedl zum Schwärmen bringen. Ich finde es schon schön, dass man einfach noch diese alte Technik sieht und was die eben zu der damaligen Zeit mit dem, was die damals hatten, ohne die ganze Elektrik und die Möglichkeiten, was wir heute haben, was die damals einfach schon hergestellt haben und wie die das entwickelt haben, nur quasi auf Papier gezeichnet und das so alles schon dann trotzdem so
eine großartige Technik einfach schon hinbekommen haben zu machen. Griffe und Kurbel haben die Jahre überstanden. Altersspuren hat der Sandstrahler getilgt. Auch die Holzleiste musste nur wieder neu lackiert werden. Auch die Sitze hat der Sattler mit Leder überzogen. 4 Wochen Handarbeit. Okay, ich hab's auf der Seite. So, jetzt gehen wir noch. Bis der Luxus-Oldtimer mit Eleganz durch die Straßen schnurren kann, werden noch ein paar Monate vergehen. Der Motor ist noch in Arbeit. Aber diese Etappe haben Rebecca Rietl und Reinhard Kaun schon mal geschafft. Und es ist schön, wie man das jetzt hier alles sieht, das Holz, wie das alles passt und dass man die Arbeit, die man quasi reingesteckt hat und die Zeit, dass das jetzt alles passt und funktioniert und man das schöne Bling-Bling vom Auto wieder sieht. Und ich hoffe mal, dass es noch genug alte, rostige Autos gibt, die wir restaurieren können. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.